Wow, das muss ein tolles Gefühl sein, darauf Ja, zu spielen, oder? das ist sowieso ein tolles Gefühl, weil wir haben ihn als erstes. Ja, also Ja, wir sind mit gut. die Ersten, die ihn spielen dürfen, ja. Ja, wir haben keine Mühen gescheut und haben eines der ersten Exemplare von dem neuen Novus Ja, NV12 hier. ist schon Und ein geiles Teil irgendwie, ne? ja, also ich denke auf so einer Tastatur und auch was sich so hier so als Klang vermittelt hat an meine Ohren, ja, das ist schon ein tolles Gefühl auch. Ja, wir sind hier bei der Klasse der Hybrid-Digitalpianos. Das ist so die absolute Oberklasse. Man sieht das hier auch. Es ist alles in Hochglanz. Lackschuhe wären angemessen. Ja. Bestimmt auch ein Anzug, keine Ahnung. Es ist schon ein feierlicher Moment. Ja. Wir haben die neue NV-Serie von Kawai hier im Test. Und das ist einmal das NV12, das ist so ein Stutzflügel. Und dann gibt es auch noch, hinter uns steht dann das Upright-Modell, das NV6. Also hier sind wir auch, was so das Spieltechnische angeht, eigentlich auf ganz hohem Level. Ja. So, das ist eigentlich, wir müssen ja auch dazu sagen, Hybrid-Digitalpiano, das ist immer noch ein Digitalpiano. Die Klangerzeugung ist völlig digital, also elektronisch. Und ja, aber es sind Elemente aus dem Klavierbau eben hier drin, deswegen Hybrid-Digitalpiano. Also diese Tastatur ist eine Flügeltastatur. Die Mechanik, die innen arbeitet, ist von einem Flügel. Das ist die Millennium-Klaviermechanik, die Kawai auch in Flügel verbaut. Also nicht exakt genau so, sondern eben so verbaut, dass es eben in einem elektronischen Instrument Sinn macht. Und das gilt auch für das Klavier, das wir uns dann in einem separaten Test nochmal angucken. Wir beschäftigen uns jetzt hier mit dem NV12 und ich freue mich schon drauf. Ich auch. So, ich denke, wir hören uns erstmal die Sounds an. Das hat ja ganz viele Sounds. Genau. Und jetzt haben wir gerade den Competition Grand gehört. Ja. Den kennen wir ja auch vom CA901 Ja. zum Beispiel. Hattest du da jetzt irgendwie eine Verbindung? Irgendwie kam mir bekannt vor oder ist das was ganz anderes? Ist schon so ein Kawai-typischer Sound, kommt mir jetzt auch auf jeden Fall bekannt vor. Ja, klingt gut, kommt gut. Und ja, ich finde natürlich. Ja, lass doch mal was hören. Ja, also Ja, also ziemlich schön, würde ich mal sagen. Also ich habe das selten gesehen, dass du solche Sachen spielst. Ja, also bei unseren Digitalpiano-Tests, da ist man ja irgendwie, ja, wir kennen die Limits, würde Ja. ich mal sagen, von Ja. solchen Tastaturen. Darauf gehen wir auch immer wieder ein. Aber hier scheint die Tastatur dich zu größeren Dingen zu beflügeln. ja, also es ist natürlich, wir haben nicht immer viel Zeit zum Einspielen. Also wir müssen immer gucken natürlich, dass dass wir da ja relativ schnell dann auch unsere Videos machen. Und ich muss aber sagen, die Tastatur ist geil, ist sehr nah dran an einem Flügel-Feeling, hat ein sehr gutes Gewicht irgendwie, ja. Also dieser ganze Backspin und so, alles wie die Taste zurückkommt und so, ist wirklich schon sehr, sehr nah an einem Klavier, an einem Flügel. Und das ist natürlich total wichtig, um natürlich dann auch sein Gefühl da gut rüberzubringen. Also Tastatur mega gut. Also ich muss auch sagen, das irritiert mich tatsächlich sogar. Wenn ich dir zuhöre, also wie die Tasten sich bewegen, wie die Tasten klingen auch schon, das hört man ja auch, die Mechanik ein bisschen. Das klingt wirklich sehr akustisch und trotzdem ist der Sound aber wie eine Studioaufnahme. Ja. Das klingt wirklich, irgendwie hat man beides. Ja? Also man hat so ein Akustik-Feeling irgendwie, aber es ist eine total brillante Studioaufnahme von den Sounds, wie wir es auch aus dem CA901 kennen. Wenn man das jetzt so über Kopfhörer hört, dann hat man wie eine Studioproduktion. Das Ja. ist ein Stereo-Sound, der ist super abgenommen, super plastisch. Und trotzdem kommt das hier aber akustisch auch rüber. Und das ist, glaube ich, ja eine wichtige Neuheit, die wir auch da erwähnen müssen. Das Vorgängermodell hatte da an diesem Platz hier noch Lautsprecher. Und hier sind überhaupt keine Lautsprecher mehr drin, die nach oben abstrahlen oder so, sondern hier hat man auch einen Resonanzboden. Und der wird über Transducer betrieben. Also die elektronische Schwingung wird auf eine mechanische Schwingung übertragen auf diesen Resonanzboden. Das kennen wir auch schon aus der CA-Serie. Ja, genau. Und das ist auch bei dem Upright-Modell, da gibt es das auch. Und das klingt so dreidimensional.
Ich weiß nicht, wie das für dich da in der Spielposition ist. Ja, auf jeden Fall stimmt das schon so. Also der Klang kommt jetzt weniger geballt von hier, sondern man hat eher so einen großen Klang, der auch mehr oder weniger so komplett abstrahlt. Und ich glaube auch hier, haben auch jetzt mal abwechselnd gespielt und dann stand man mal ein bisschen weiter weg. Also man hat auch so eine Breite, auch wenn man weiter weg steht, 2, 3 Meter. Und das kommt Spiel schon doch ganz... bitte mal. Ich Genau. würde gerne mal rumgehen. Ja. Das ist total interessant. Ja. Also der Sound der verteilt sich wirklich im Raum. Also man hat auch hier ein Hörerlebnis, das hochwertig ist. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass man auf der Seite von, also so in eine andere Richtung zeigende Lautsprecher das hört, sondern das strahlt wirklich in alle Richtungen ab. Ja. Willst du auch mal probieren? Ich würde sehr gerne mal probieren, ja. Ich kann ja mal die Klassikbeispiele spielen. Also ich habe jetzt erstmal das Gefühl, ich müsste eine Woche üben, um auf der tollen Tastatur zu spielen. Also ich spiele ja selten akustisch. Also ich genieße das auf dem Klavier oder auf dem Flügel zu spielen, aber das kommt selten vor. Aber das fühlt sich schon sehr, wie du sagst, also sehr nah dran an. Also sehr akkurat nachempfunden einem Flügelgefühl, das Spielen. Das ist absolut geil und ist auch ein extremer Fortschritt zum Vorgänger, wo das meiner Meinung nach nicht in dem Maße war. Die Tastatur war deutlich leichtgängiger im Vorgängermodell und jetzt haben sie es wirklich geschafft, da wirklich in den Bereich reinzugehen, wo auch, ich sag mal, ambitionierte Spieler oder vielleicht auch Leute, die damit zum Teil vielleicht auch ihr Geld verdienen, wo die sagen, okay, mit der Tastatur kann ich wirklich auch irgendwie in der Klassik oder im Jazz irgendwie üben. Ja? Das ist schon auch ein guter Punkt mit der Tastatur. Also ich musste auch hier schon, da muss man schon wirklich arbeiten. Ja, auf jeden Fall. Muss Kraft drauf. Ja. Wie ist es denn im Pianissimo? Spielt von allein. Es spielt wirklich von allein. Also das ist natürlich eine super Tastatur. Also das kann ich jetzt so aus meiner Sicht als Digitalpianist sagen. Also das ist, glaube ich, das hochwertigste Digitalpiano, das ich seit langem gespielt habe. Würde ich auch sagen, vom Spielgefühl ist schon, da gibt es, glaube ich, nichts, was aktuell daran reicht. Ja. Also auch die Soundausbreitung hier ist, aber auch wenn ich jetzt hier sitze, habe ich immer noch diese leichte Irritation. Also es ist jetzt nichts Negatives. Es bringt mich irgendwie aus dem Konzept. Es klingt wie eine Studioaufnahme, aber das ist trotzdem räumlich über diesen Resonanzboden. Das ist total komisch. Das kenne ich nicht. Das ist neu. Ja, bitte lass uns noch ein paar Sounds hören. Bitte, spiel hier. Also, wie gesagt, es war der Competition Grand und wir swipen mal zum nächsten. Das ist der EX Concert Grand. Gefällt mir eigentlich fast noch ein bisschen besser im Sound. Ist ausgewogener, ist ein bisschen runder so überall und gerade so in dieser Lage richtig schön. Was man natürlich sagen muss, ist auch ein bisschen, wir haben natürlich jetzt auch ein bisschen hier am Sound gebastelt irgendwie. Es war echt saulaut, wenn man hier voll aufdreht. Dann haben wir ein bisschen an der Lautstärke justiert und auch mit Klappe auf, Klappe zu. Also man muss sich natürlich da schon ein bisschen drauf einlassen und auch natürlich gucken, was hat man für Räumlichkeiten. In kleinen Räumen kann das natürlich diese perfekte digitale Qualität vielleicht auch ein bisschen
bisschen zu sehr ballern, in Anführungsstrichen. Also gerade wenn man hier in dem Bereich dann sitzt. Also da muss man ein bisschen gucken, aber ist natürlich trotzdem cool, dass man halt ganz viel auch am Klang irgendwie machen kann. Ja? Auf jeden Fall. Also man kann das ist ja ein großer Vorteil. Man kann es auf die akustische Umgebung einstellen, man kann es leiser machen. Aber ich denke, so eine gewisse Grundlautstärke, Ja. die muss man haben. Definitiv. Weil sonst hat man das Feedback vom Instrument nicht. Ja. Also dann stellt sich auch dieser Resonanzboden in Frage eigentlich, weil von dem bekommt man ja dieses Feedback. Das habe ich eben auch gespürt. Ja. Da kommt wirklich was zurück. Auch die Schwingung im Instrument, das fühlt sich alles schon, sehr nah am Original an. Auf jeden Fall. Ja. So, Gut, was haben wir noch? machen wir weiter. Was haben wir noch? EX Concert Grand. Ja. Sehr brillant. Sehr brillant, ja. Dann haben wir den SK5 Grand. Ja, ein kleinerer Flügel. Du spielst total anders da drauf. Es hat hat eine ganz eigene Farbe. Ja. Also im Diskant hört man das, also im Melodiebereich. Aber auch die Akkorde, es verteilt sich anders. Ne? Dann So, haben wir wahrscheinlich noch ein was haben wir dann? Upright. Moment. Ein Upright, genau. Also ein bisschen bassiger, ne? So ein bisschen so kompakterer Sound, wie man es halt kennt von einem Upright, aber halt trotzdem immer noch cool. Ja, nicht zu schräg. Ja, ne? ja, das ist dann Übrigens, manchmal so. Kleines Kompliment, wie du die Stücke so mal kurz da aus dem Hut zauberst, finde ich immer wieder ganz, ganz toll. Also ich habe es ja schon wirklich einige Mal überlegt, aber es ist immer wieder ein toller Moment. So, was haben wir noch? Das war das Upright. So, das waren die akustischen Klaviere. Und da gibt es natürlich auch noch eher diesen Soundmodus. Und da gibt es dann noch weitere Sounds, wie auch Sounds, die gar nicht mit dem akustischen Klavier zu tun haben, also wie E-Pianos und Strings und Pads. Das kennen wir alles, das müssen wir jetzt auch nicht im Einzelnen durchgehen, würde ich sagen, sondern ich würde jetzt noch auf ein anderes Feature zu sprechen kommen. Das ist einmal, hier hat man USB-Audio, MIDI eingebaut. Also man kann auch ein Laptop oder ein Tablet einfach so per USB anschließen und hat das Audiosystem integriert. Ich würde das gerne mal ausprobieren. Ja. Und zwar mit meiner Lieblings-App, ich hole das mal gerade rüber, Pianotech. Da gibt es ja nämlich auch einen Kawai-Flügel. Und das hören wir uns an. So, das muss man da unten anschließen. Wo ist der Anschluss? Okay, dann habe ich jetzt hier über den Tablet meine Lieblings-App Pianotech angeschlossen. Und wir schauen mal, die wird jetzt mit MIDI-Signalen versorgt und gibt das Audio, was hier im iPad erzeugt wird, wieder zurück an das Audiosystem. Kommt also auch über den Resonanzboden. Und übrigens noch eine kleine Information zwischendurch. Wir haben hier auf die Aufnahme des Line-Signals verzichtet, weil wir das akustisch auch rüberbringen wollen. Deswegen haben wir den Kunstkopf aufgestellt. Ihr müsst eigentlich Kopfhörer tragen. Das hätten wir vielleicht viel früher erwähnen sollen. Mit Kopfhörern funktioniert es am besten. Über kleine Lautsprecher wird es nicht gehen. Also bitte gönnt euch gute Kopfhörer, um das auch plastisch hören zu können. Alles klar, dann Pianotech. Und zwar mit dem Shigeru Kawai. Und das müsste dem Competition Grand entsprechen. Jetzt bin ich gespannt. Ich spiele einfach mal noch mal das vom Anfang, dann kann man es vielleicht so ein bisschen gerne vergleichen.
Ich habe dich zwischendurch grinsen sehen. Das gefällt dir Ich gut. lache nicht oft. Das ist natürlich jetzt nochmal, Das klingt auch sehr schön. das klingt auch sehr schön. Also ich finde das gut, dass es überhaupt funktioniert. Ja? Also man kann das ganz einfach über ein USB-C-Kabel verbinden. Hätte das iPad USB-C, dann müssten wir auch das Camera Connection Kit nicht haben. Das ist eben noch ein älteres iPad. Ja. So. Aber Hauptsache es funktioniert, sage ich immer. Tolle Sache. Wir könnten jetzt auch die Sounds mischen. Wir könnten jetzt den Sound intern, das können wir auch mal ausprobieren und nehmen hier von einer anderen App einen Pad-Sound oder so. Ist vielleicht auch schön. Ja. Da müssen wir hier nochmal ins Menü und Local wieder einschalten und dann hast du einen besonderen Wunsch. Korg Monopoly. das klingt gut. Mal gucken, was der kann. Tut's das schon? Okay, Es funktioniert. Das ist ziemlich geil. Spiel doch mal. So, also nochmal für alle zum Mitschreiben, das war jetzt der interne Sound vom Kawai mit Korg Monopoly. Schöne kleine App, macht schöne Pad-Sounds und ganz verrückte andere Sachen. Sehr geil. Schöne Kombi. So, das ziehen wir jetzt wieder ab. Das hat Spaß gemacht und ich glaube, wir können da zum Fazit kommen. Also wir haben ganz viele Funktionen jetzt gar nicht erwähnt und dafür gibt es natürlich auch noch unsere Testberichte auf piano.de. Die Links dazu findet ihr in der Beschreibung unter dem Video, wie immer. Und ich weiß nicht, das ist ein tolles Digitalpiano, würde ich erst mal sagen. Aber viele werden sich fragen, du wahrscheinlich auch, weil du bist ja als Jazzpianist professionell auf der Piste und du wirst wahrscheinlich auch einen akustischen Flügel auch immer sehr gerne vorziehen vor einem Digitalpiano. Oder du schätzt das, daran zu spielen. Wie ist das? Soll das einen akustischen Flügel ersetzen können? Da muss man vielleicht auch noch mal mit Kawai sprechen, was quasi die Platzierung ist. Preislich geht es natürlich schon in eine Richtung, wo man für dieses Geld, ich sage jetzt mal rund 14.000 Euro, auf jeden Fall auch... Ist echt eine Hausnummer. Ist eine Hausnummer und dafür kriegt man natürlich auch schon Flügel, die auch dann natürlich eine deutlich größere Spannweite haben. Ob die dann natürlich die Qualität haben, die ein Flügel hat, ist eine andere Frage, ob man dann in dem Preissegment bekommt. Kawai macht sich ja auch selbst so ein bisschen Konkurrenz zum akustischen Flügel. Die haben ja schon ab, glaube ich, 11.000 Euro schon die ersten akustischen Flügel. Ich würde sagen, was mir persönlich gut gefallen hat, ist das Spielgefühl, die Tastatur. Mega geil, ist extrem nah an einem Flügel dran und gerade für Leute, die üben müssen und vielleicht auch mal leise üben müssen mit Kopfhörern oder leise, also dass die Lautstärke regulierbar ist, dafür ist so ein Instrument auf jeden Fall super. Der Sound ist gut, aber mir ist er für mich ist es nicht 100%, um deine Frage zu beantworten, der Flügelsound ist mir ein bisschen näher oder mehr im Natürlichen als jetzt dieser digitale. Es ist ein digitaler Klang. Du hast es eigentlich am Anfang sehr gut gesagt. Der Klang ist sehr perfekt. Es ist sehr studioartig. Ja, genau. Das muss man mögen, das muss man wollen und das muss man dann dementsprechend dann auch hier bezahlen. Ja? Als Konzept funktioniert es gut. Ob es ein Flügelersatz ist, muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden. Für mich persönlich würde ich sagen, eher nicht, auch wenn es ein geiles Instrument ist. Aber ich glaube, in der Preisklasse muss man dann überlegen, ob man dann nicht vielleicht dann doch ein paar Euro mehr ausgibt und dann halt vielleicht dann einen richtig guten Flügel hat, ja. Andererseits hat man natürlich an einem Flügel dann keine Möglichkeiten mehr, irgendwas zu machen. Der steht da, der hat die Lautstärke, die er hat, der hat den Sound, den er hat, da kann man nichts machen. Und hier kann man natürlich hier vieles verändern. Man kann auch natürlich über das Lautsprechersystem viel verändern. Und dann habe ich natürlich noch die Möglichkeit, mit einem Piano-Tech oder mit einer App dann nochmal einen ganz anderen Sound aus dem Ding rauszukriegen. Ja, klar. Also damit kann ich ja auch, ich würde mal sagen, professionell Aufnahmen machen. Ja, auf jeden Fall.
Du fühlst dich als Pianist sehr wohl auf der Tastatur und hast deine Produktion in der DAW, schließt den einfach an und spielst das rein und fertig. So. Du kannst es akustisch aufnehmen, aber auch mit MIDI, um vielleicht hinterher noch ein bisschen dran zu editieren, was auch immer. Das ist ja ganz egal. Letztendlich hast du aber diese technischen Möglichkeiten, die du dann nutzen kannst. Ja. Ne? Und ich sehe hier weniger jetzt den klassischen Pianisten, der auf Konzertniveau spielt, oder den Jazzpianisten, der auf Konzertniveau spielt, sondern ich sehe jemanden vielleicht wie mich, der quasi auch viel Studioarbeit macht und dann über ein USB dann seine MIDI-Daten einspielen kann und dann einfach auch an einem geilen Instrument, an einer geilen Tastatur quasi einen MIDI-Klangerzeuger ansteuert oder seine MIDI-Daten da einspielt. Und dann das Beste aus beiden Welten hat. Ein tolles Instrument, was aber dann natürlich immer noch gut klingen kann als Sound Definitiv. in einem Studio oder also, so, ja. Ich finde ganz wichtig, man darf nie vergessen, es ist ein Digitalpiano, deswegen Hybrid-Digitalpiano. Wir haben auch schon Hybrid-Pianos, also Aures, das bietet Kawai ja auch an. Das sind dann akustische Klaviere mit diesem Transducer-System. Das gibt es auch als Silent Piano, Anytime Piano heißt es bei Kawai. Da gibt es dann das Transducer-System nicht, aber immerhin kann man in der Stummschaltung dann über einen Kopfhörer das Digitale hören zum Üben. Ja. Und hat dann eben beide Welten, Akustik und Elektronik, wunderbar, in einem Instrument vereint. Hier muss man sich die Frage stellen, will ich das Akustische, will ich das haben, lege ich da großen Wert drauf oder bin ich eigentlich mit dem Digitalen zufrieden? Ne? Wie gesagt, diese Irritation mit dem Sound, das bleibt. Es ist ein Digitalpiano, aber es hat irgendwie alle Elemente aus der Akustikwelt, die diesen elektronischen Klang so plastisch erfahrbar machen. Ja. Hier beginnt gar nicht die Diskussion, sind da nur Holzelemente drin oder so. Das ist eine echte Flügeltastatur. Ja, fertig. Genau. Da gibt es gar keinen Punkt. Und das hier ist ein spezieller Resonanzboden natürlich für dieses System entwickelt. Aber es ist ein Resonanzboden, der auch reagiert irgendwo, der was zurückgibt beim Spielen. Das finde ich grandios. Ja. Also es ist ein ganz besonderes Teil. Und dann muss man, glaube ich, auch selbst für sich schauen, ob man das Kleingeld hat. Und dann, ja, genau. Aber die intrigierende Frage zum Schluss als Akustikpianist an dich. Du kennst das, du spielst in einem Club, da steht ein Klavier oder ein Flügel, das Ding, du setzt dich dran und denkst, nee, eigentlich habe ich keinen Bock. Das passiert. Ja. Die sind halt nicht so toll. Was sagst du dann? Würdest du dann lieber sowas da stehen haben oder willst du sagen, ich spiele auf jeden Fall akustisch? Also tatsächlich ist das ein bisschen eine fiese Frage. Ja, genau. Weil es ist nämlich die ist gemein, ich weiß das. Es ist nämlich genau so, dass wenn man in Clubs spielt, dass diese Instrumente oft ziemlich abgespielt sind und abgefragt sind. Und da ist natürlich dann das digitale Pendant einfach immer gestimmt, immer in Tune. Der Sound ist mehr oder weniger immer gleich. Und immer dann, taufrisch. Wenn ich natürlich so einen Teil da stehen hätte, würde ich, glaube ich, sag's mal so, ich würde damit kokettieren, auf jeden Fall, dieses hier zu spielen. Ja, sehr schön. Also deswegen, ich glaube, das ist für mich auch tatsächlich diese Entscheidung gewesen. Ich hatte auch ein Klavier, aber immer, wenn ich mich an so ein Digitalinstrument setze, also deswegen, ich spiele unheimlich gern tatsächlich mit diesem Pianotech, da stimmt der Sound immer. Das ist immer in Tune oder es sei denn, ich will das tatsächlich ein bisschen out of tune haben. Und das kann ich in dem Note-für-Note-Edit kann ich das ja machen, dass ich ein bisschen Leben da reinbringe. So, wenn ich das will. So, für eine bestimmte Aufnahme oder was auch immer. Oder einfach für mich zum Spaß, so, zum Spielen, um Freude daran zu haben. Und diese Möglichkeiten, die stelle ich eigentlich darüber. Und ich bin dann eigentlich auf einer Suche nach so einer Tastatur. Ja. Und auch so ein Soundsystem, wo das so zurückkommt. Das ist einfach fantastisch. Ja. Muss ich sagen, das klingt auch nicht... Das kommt bestimmt auch über den Kunstkopf rüber. Es klingt für mich nicht wie ein Digitalpiano. Das ist was anderes. Und dranbleiben fürs nächste Video, denn wir gucken uns den kleinen Bruder an, das NV6. Genau. Und ich glaube, das ist dann preislich dann in der Range, wo dann vielleicht auch viele sagen, okay, das könnte interessant sein. Also dranbleiben, Daumen da lassen, Abo da lassen und dann bis zum nächsten Video.